kaum ein Duft von Zoologist hat so eine krasse, liebende Fanbase wie Moth. Dieser Duft, um den es heute hier gehen wird, ist gerade auf TikTok und gerade so bei der alternativen Szene sehr, sehr weit vorne und gerade die Mädels lieben dieses Teil einfach. Und das tun sie auch absolut zu Recht. Hier geht es heute nur um Zoologist Moth und wir steigen erstmal ein in das Kopfkino, was dieser Duft bei mir auslöst. Und stell dir einfach vor, es ist ein Dachboden, der relativ dunkel ist. Es gibt ein großes, rundes Glasfenster wie in so einem amerikanischen Film. Und durch dieses Glasfenster scheint goldenes Licht auf diesen Dachboden und trifft dort auf so einen alten Samtsessel, auf dem eine Decke liegt und auf ihm ist so ein Fotoalbum aufgeschlagen. Alles ist ein bisschen staubig, du siehst auch so ein paar Spinnweben, aber es ist eigentlich nicht gruselig, aber es ist irgendwie sehr alt und die Erinnerungen sind aber schöne Erinnerungen. Es ist jetzt kein Haunted House Horror, sondern es ist eher so der Sommer bei Oma. Das ist das, was ich bei dem Duft total viel kriege. Und natürlich ist dieses alte, staubig-pudrige auch sowas, was in so eine Horror-Schloss-Vibe, was da voll gut reingeht, mit so dichtem Brokatstoff, der schon ein paar Jahrzehnte vielleicht keine Waschmaschine mehr gesehen hat. Opulente Teppiche, opulentes Stuckwerk. All das kann man in diesem Duft irgendwie rausriechen. Du hast wirklich süße Honignoten auch mit drin. Also dieses Puder ist schwer und stark. Du hast sehr viel Honig mit drin. Wie gesagt, schon fast staubig trocken trotz allem. Aber es hat so diesen Flair, diesen Glanz von früher irgendwie. Es erinnert schon so an so ein altes Make-up-Puder und vielleicht an so eine Spieluhr mit einer tanzenden Ballerina. Das sind all die Assoziationen, die bei Moth bei mir auf jeden Fall getriggert werden und die auch bei vielen anderen Leuten getriggert werden. Und deswegen ist dieser Duft einfach so beliebt und von vielen Leuten ja quasi schon aufs Blut verteidigt. Natürlich hilft es nicht gerade, dass normale Menschen diesen Duft total gut finden, weil allein schon die Motte auf der Verpackung und auf der Flasche sieht schon sehr nach Gothic-Grafschaft aus. Was ihn halt nur noch cooler macht. Der Parfümeur des Ganzen, ich glaube, es ist ein Er, ist wieder ein Japaner, und zwar Inaba Tomo. Wenn ich das recht im Kopf habe, wird das auch die Person sein, die nächstes Jahr einen weiteren Zoologist rausbringt. Bleiben wir mal gespannt. Ich kann es jetzt gerade nicht fact-checken, aber da klingelt irgendwie was bei mir. Aus seiner Feder stammt noch Nightingale. Den fand ich persönlich mir zu feminin, deswegen habe ich ihn nicht in der Sammlung. Ich habe ihn nur einmal kurz getestet und einfach quasi abgetan als, ja, nee, brauche ich nicht. Daher wenig Erinnerung und wenig Assoziationen zu dem Duft, aber Moth ist wirklich sehr besonders und macht einfach unwahrscheinlich viel Spaß. Jeder, der der dunklen oder alternativen Szene zugetan ist und sich für Parfüm interessiert, sollte allein, ich sag jetzt mal wirklich, der Hype lügt hier nicht. Mal die Nase dran, mal testen, wirklich was Besonderes. Und ganz viele Leute brauchen aber auch so nochmal einen zweiten Versuch. Und ich habe super viel Kontakt mit Leuten aus meiner Community, die meinten, "Oh, ich würde den so gerne lieben, aber der war irgendwie blöd. Und ich habe den jetzt übrigens nochmal getestet und der ist so geil und ich bin jetzt richtig verliebt und ich freue mich so und ich brauche eine Flasche." Das ist aber generell vielleicht was. Die Nase entwickelt sich weiter. Wir alle entwickeln uns weiter, auch unser Geschmack, was Parfüm angeht. Also, ich weiß, es gibt unwahrscheinlich viel, aber wenn es irgendwas gibt, was ihr total gerne lieben wollt, probiert es vielleicht einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Vielleicht klappt es dann. Ich würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn dir so Content gefällt, wenn du ein Abo dalassen würdest. Vielleicht sogar noch einen Daumen nach oben
unten einen Kommentar schreiben würdest. Das wird hier dem Algorithmus ein bisschen helfen. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Zoologist-Video oder bei einem meiner üblichen Videos, weil ich mache nicht nur Zoologist.